Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Dies ist die Geschichte eines Mannes, den zunächst niemand ernst nahm, der 3-mal einen Putsch versuchte, einmal auf Lebenszeit aus seinem Heimatland verbannt, dann sogar eingesperrt wurde und schließlich als Kaiser der Franzosen Paris komplett umbaute, Frankreich einen nie gewesenen Wirtschaftsboom bescherte und letztlich, weil er beleidigt war, einen Krieg vom Zaune brach, der ihn Macht und Herrschaft kostete. Napoleon III., Tyrann von Volkes Gnaden. Ambitionen hatte der junge Louis-Napoléon Bonaparte von Anfang an. Nach dem Ende des Empires und der Vertreibung seiner Familie, zunächst aus Frankreich, dann aus dem badischen Exil in Konstanz auf die Schweizer Seite des Bodensees, wuchs er und sein älterer Bruder, Napoleon Louis, in der Gewissheit auf, zu Großem bestimmt zu sein. Nach dem Tod seines Bruders, der im Alter von 6 Jahren immerhin schon für fast 2 Wochen König der Niederlande gewesen war, 1831, rückte der Neffe Napoleon Bonapartes in der Thronfolge auf. Getragen von der Größe seiner Mission erschien er im Oktober 1836 im Alter von 28 Jahren in Straßburg und erklärte einem ehedem napoleonischen Regiment, er sei gekommen, um das Empire neu erstehen zu lassen. Überraschenderweise schlossen einige Soldaten und Offiziere sich ihm tatsächlich an. Führung und Mannschaften des ebenfalls in Straßburg stationierten 46. Infanterieregiments sahen das aber irgendwie anders und nach kurzem Hin und Her wurde Napoleon festgenommen. Wie wenig man seinen Versuch ernst nahm, mag sich aus der Tatsache erschließen, dass König Louis Philippe davon absah, die Sache ernsthaft zu verfolgen und Louis Napoleon mehr oder minder mit einem Klaps auf die Schulter unter der Auflage, sich ins Exil zu begeben, laufen ließ. So kam es, dass der Möchtegern-Putschist sich bereits am 21.11. nach kurzer Gefangenschaft auf einem Schiff in Richtung New York wiederfand. Übrigens mit 16.000 Francs Taschengeld aus der königlichen Schatulle. Von dort reiste er allerdings schon im Juli 1837 wieder zurück nach Europa, genauer in die Schweiz, wo seine Mutter sterbenskrank daniederlag. Kaum war er im August in der Eidgenossenschaft angekommen, erklärte Frankreich, dass man die sofortige Ausweisung des Putschisten fordere. Nun war Louis Napoleon, seit er auf Seiten der Schweizer bei der Verteidigung des Vatikans gegen republikanische Revolutionäre als Offizier mitgekämpft hatte, auch Schweizer Bürger. Also reagierte die Schweiz herrlich bürokratisch. Man richtete Paris freundliche Grüße aus und machte klar, dass man einen Eidgenossen sicherlich nicht des Landes verweisen würde. War Louis Philippe beim kläglichen Putschversuch noch freundlich geblieben, so packte er nun das richtig große Besteck auf den Tisch. Die französische Armee wurde mobilisiert und der Schweiz mit einem Einmarsch gedroht, sollte sie sich den vorgebrachten Forderungen weiterhin widersetzen. Der Feldzug fiel nur deswegen aus, weil, obschon seine Mutter bereits im Oktober 1837 verstorben war, Louis Napoleon erst im September 1838 das Land verließ und nach England reiste. Damit war ein handfester Krieg zwischen Frankreich und der Schweiz um Haaresbreite abgewendet, denn die Kantone Genf, Aargau und Waadt hatten ihre Truppen bereits auf und einen General für den Feldzug bestellt. Es war den Schweizern also ebenso ernst wie den Franzosen. So saß Louis Napoleon also in England und bereitete sich weiterhin auf die Übernahme der Macht in Frankreich vor. In dieser Zeit veröffentlichte er unter anderem die Idee Napoleons.
In diesem Buch umschreibt er die Grundzüge einer von ihm entwickelten Doktrin der feudalen Demokratie, indem er die bonapartistische Ideologie eines liberalen, unter Frankreichs Führung vereinten, wohl eher beherrschten, Europas skizzierte und keinen Zweifel sowohl an seinen eigenen Herrschaftsansprüchen als auch seiner glühenden Verehrung für den verstorbenen Onkel dokumentierte. So heißt es dort unter anderem: Si la destinée que me présageait ma naissance n'eût pas été changée par les événements, Wenn das Schicksal, das mir meine Geburt voraussagte, nicht durch die Ereignisse geändert worden wäre, wäre ich einer der Verteidiger seines Throns gewesen, einer der Verbreiter seiner Ideen. Ich hätte den Ruhm gehabt, eine der Säulen seines Gebäudes zu sein oder auf einem der Plätze seiner Garde im Kampf für Frankreich zu sterben. Der Imperator ist nicht mehr, aber sein Geist ist nicht tot. Der Möglichkeit beraubt, seine Schutzmacht mit Waffen zu verteidigen, kann ich zumindest versuchen, sein Andenken schriftlich zu verteidigen. 1840 kam der französische König Louis Philippe unter innenpolitischen Druck. Zunächst den revanchistischen Ideen seines Ministerpräsidenten Adolphe Thiers folgend, hatte sich im Land eine Kriegsstimmung entwickelt, die darauf abzielte, sich für die in Waterloo erlittene Niederlage des Landes zu rächen. Also wurde aufgerüstet, und während man Paris mit Festungsanlagen versah, Truppen zusammenzog und die Forderung, den Rhein auf seiner gesamten Länge zur französischen Ostgrenze zu machen, immer lauter und schriller. Während dieser Rheinkrise lösten die französischen Gebietsansprüche das aus, was man heute als das Erwachen eines deutschen Nationalgefühls bezeichnen kann. Wenn Sie sich fragen, woher die vielen Rheinlieder stammen, nun, die entstanden maßgeblich in dieser Zeit und schufen ein ungesundes, die Geschichte der beiden Nachbarn über mehr als ein Jahrhundert prägendes Gefühl der gegenseitigen Abneigung. Louis Philippe erkannte, dass es auf der anderen Rheinseite zunehmend zu einer Verbrüderung des in Königreiche und Fürstentümer zersplitterten Deutschlands kam, was die Gefahr einer gemeinsamen Abwehr eines Angriffs deutlich erhöhte und damit die Erfolgsaussichten des von Thiers und der Öffentlichkeit geforderten Feldzuges reduzierte. Also feuerte er seinen Regierungschef und blies die Aktion ab. Das war zwar klug, brachte ihm jedoch wenig Pluspunkte im Volk. Sein Image war ramponiert. Und dies wiederum war einer der Gründe, warum Louis Napoleon meinte, es sei nun an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Mit einem Expeditionskorps aus 56 Mann landete er am 6. August 1840 im nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer. Dort verteilte er großzügig Goldmünzen und ließ sich von den so gewonnenen Claqueurs mit Vive l'Empereur feiern. Ziel war die Einnahme einer kleinen Garnison mit 250 Mann Besatzung. Doch diese wollte sich partout nicht ergeben, sondern eröffnete das Feuer. Der Möchtegern-Kaiser zog sich mit seiner Handvoll Anhänger zurück, zunächst in Richtung der örtlichen Burg, als man ihnen dort aber den Einlass verwehrte, in heilloser Flucht zum Strand. Dort fing sich Louis Napoleon eine Kugel ein und wurde schließlich festgesetzt. In dem Jahr, in dem sein Onkel und Rollenmodell mit großem Pomp im Invalidendom zur letzten Ruhe gebettet wurde, wanderte er, verurteilt zu lebenslanger Haft, in die Festung Hamm. Während er versuchte, sich als Märtyrer des Bonapartismus zu genieren, machten sich die europäischen Presseleute über ihn und seinen zweiten dilettantischen Putschversuch lustig. So schrieb etwa die Londoner Times von einem närrischen Scharlatan, während der Pariser Le Constitution die Sache schlicht als Akt des Wahnsinns bezeichnete. Man darf sich die Haft in Hamm jedoch nicht als finsteren Kerker vorstellen. Vielmehr standen ihm sowohl eine Bibliothek als auch andere Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel ein Kammerdiener und Leibarzt, zur Verfügung. Er selbst bezeichnete Hamm mehrfach als seine ganz private Universität, in der er Zeit zum Studieren und Schreiben fand. Hier verfasste er auch sein Buch Vertilgung des Pauperismus, also die Beseitigung der Armut, das ihm bald zugutekommen sollte. Da auch ein goldener Käfig letztlich nur ein Käfig ist, entschied sich Louis Napoleon, die Universität zu verlassen. Sein Kammerdiener hatte ihm Maurerkleidung besorgt, als ein Turm der Festung renoviert wurde.
Und so marschierte er am 26. Mai 1846, ausgestattet mit einigen Werkzeugen und einem Brett über der Schulter, in aller Seelenruhe aus der Festung heraus, bestieg eine bereitstehende Kutsche und fuhr mit dem Zug nach Brüssel, von wo er dann die Weiterreise nach London antrat. Dort angekommen, eilte er umgehend zum französischen Gesandten, informierte ihn über seine Flucht und bat um Freilassung seines noch in der Festung verbliebenen Arztes. Das ist kein Witz. Vertilgung des Popertismus entwickelte sich in den kommenden Monaten zu einem Bestseller in Frankreich. In diesem Buch hatte Louis Bonaparte nahezu sozialistisch zu nennende Thesen aufgestellt und die Ungleichheit in Frankreich seiner Zeit angeprangert. Schon im ersten Kapitel des Buches heißt es: Der Reichtum eines Landes hängt ab von der Blüte des Ackerbaus und der Industrie, der Entwicklung des inneren und äußeren Handels, von der gerechten und gleichmäßigen Verteilung der öffentlichen Einnahmen. Eine Aussage, die so auch heute in jedem Buch zum Thema sozialer Zusammenhalt einer Gesellschaft stehen könnte. Unter anderem schlägt er vor, öffentlichen Grund, der nicht landwirtschaftlich genutzt wird, in genossenschaftliches Eigentum zu überführen, die Zerstückelung von Parzellen durch die Rückkehr zu einem Erstgeborenenerbrecht zu brechen und durch die staatliche Gewährung von Anschubsfinanzierung an die Landbevölkerung für eine ausreichende Kapitaldeckung zu sorgen. Er schlägt die Gründung von Gewerkschaften vor und skizziert in weiten Teilen ein System der Sozialpartnerschaft, wie es etwa heute in Österreich über die Arbeiterkammern gelebt wird. Seine in weiten Teilen sozialrevolutionären Thesen, die auch heute noch durchaus mehrheitsfähig sind, wurden bejubelt. In Frankreich gärte es ohnedies massiv. Louis Philippe, der als liberaler Bürgerkönig 1830 von der breiten Masse getragen die Nachfolge des verhassten und in der Julirevolution hinweggefegten letzten Bourbonenkönigs Karl X. angetreten hatte, entwickelte zunehmend autoritäre Züge. Die wirtschaftliche Lage war 1847 bereits mies und die Tatsache, dass der König eine Wahlrechtsreform ablehnte, die das Zensuswahlrecht, das eine Stimmgewichtung nach Vermögen vorsah, abschaffen sollte, brachte letztlich das Fass zum Überlaufen. Nachdem es am 21. Februar 1848 zunächst zu friedlichen Protesten gekommen war, entwickelte sich hieraus innerhalb kürzester Zeit eine revolutionäre Stimmung. Eine Tradition, die unsere Nachbarn auch heute noch liebevoll pflegen. Am 23. und 24. Februar kam es zum Bau von Barrikaden und natürlich zu Straßenschlachten zwischen Royalisten und Demonstranten. Um Schlimmeres zu vermeiden, dankte der König am 24. Februar ab und in Paris wurde die Zweite Republik ausgerufen. Damit war die Sache aber, wer hätte das gedacht, natürlich nicht erledigt. Nachdem zunächst eine verfassungsgebende Versammlung gewählt und eine provisorische bürgerliche Regierung eingesetzt war, kam es im Juni 1848 erneut zu Unruhen, die mit hohem Blutzoll niedergeschlagen wurden. Louis Napoleon sah seine Stunde gekommen und kehrte nach Frankreich zurück. Seine sozialrevolutionären Thesen sicherten ihm die Zustimmung der breiten Masse des Volkes, während seine demokratisch-liberalen Forderungen und seine Herkunft die Unterstützung des Bürgertums sicherte. Dieser Kombination verdankte er einen fulminanten Wahlsieg bei den Präsidentschaftswahlen und so wurde er mit 75% aller Stimmen am 20.12.1848 der erste und einzige Präsident der Zweiten Republik. Nach 2 idiotischen Putschversuchen, nach Verbannung und Gefängnis, war es dem närrischen Scharlatan gelungen, sich an die Spitze Frankreichs zu kämpfen. Und würde die Geschichte hier enden, so könnte man von einem wahrgewordenen Märchen sprechen. Der Underdog, der trotz aller Widrigkeiten und Fehler als demokratisch gewählter, sozialliberaler Präsident sein Land in eine glückliche Zukunft führt. Doch die Geschichte endet hier leider noch lange nicht. Und so wurde daraus ein tragisch-komisches Stück, das letztlich für millionenfachen Tod in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sorgen sollte. In Italien hatte sich im Zuge der europaweiten Unruhen des März 1848 eine Bewegung formiert, die sich für die Beendigung der österreichischen Herrschaft über Norditalien und die Einigung Italiens zum Ziel gesetzt hatte.
Während die vom Königreich Sardinien angeführten Bemühungen nach vielem Hin und Her letztlich mit einem Sieg der Habsburger unter Feldmarschall Radetzky, der mit dem Marsch, sowie den ersten Luftangriffen der Geschichte durch die Österreicher mit Heißluftballons auf Venedig vorerst endete, kam es zu einer republikanischen Revolution in Rom. Der Papst wurde vertrieben und die Römische Republik ausgerufen. Gottes Stellvertreter auf Erden wandte sich nun an den französischen Präsidenten und bat um Hilfe. Sich als Verteidiger des Katholizismus gebärend, entsandte Louis Napoleon Truppen nach Rom, die die Republik zerschlugen und dem Papst die Wiederherstellung seiner weltlichen Herrschaft sicherten. Der Feldzug wurde in Frankreich zwar von den Konservativen, nicht aber von den republikanischen Teilen der Bevölkerung bejubelt. Es kam zu heftiger öffentlicher Kritik am Präsidenten und, wir sind immerhin in Frankreich, zu Unruhen. Diese ließ Louis Napoleon niederschlagen. Da schlechte Presse nicht gut für das Image ist, führte er im Zuge der militärischen Maßnahmen gegen die Opposition auch gleich noch eine strenge Zensur ein und änderte das Wahlrecht so, dass plötzlich nur noch 1/3 aller Franzosen ihre Stimme abgeben konnten. Die Zweite Republik entwickelte sich zunehmend zu einem autoritär-konservativen Staat, in dem die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt war. Es schien, als hätte der Präsident sein eigenes Buch nicht gelesen, doch ihn darauf hinzuweisen, das war verboten. Dennoch blieb die Verfassung in Kraft und diese sah vor, dass er nur eine Wahlperiode lang im Amt bleiben durfte. Das hätte bedeutet, dass es mit Louis Napoleons Macht spätestens 1852 vorbei gewesen wäre, was diesen nicht erfreute. Die darauffolgenden Ereignisse schildert niemand anders als Karl Marx wie folgt. Ein ganzes Volk, das sich durch eine Revolution eine beschleunigte Bewegungskraft gegeben zu haben glaubt, findet sich plötzlich in eine verstorbene Epoche zurückversetzt. Und damit keine Täuschung über den Rückfall möglich ist, stehen die alten Data wieder auf. Die alten Zeitrechnungen, die alten Namen, die alten Edikte, die längst der antiquarischen Gelehrsamkeit verfallen und die alten Schergen, die längst verfault schienen. Die parlamentarische Republik mit der Bourgeoisie bemächtigt sich der ganzen Bühne. Sie lebt sich aus in der vollen Breite ihrer Existenz. Aber der 2. Dezember 1851 begräbt sie unter dem Angstgeschrei der polarisierten Royalisten. Es lebe die Republik! Was war geschehen? Nun, angesichts der zeitlichen Begrenzung seiner Macht hatte der Präsident die Nationalversammlung aufgefordert, die Verfassung zu ändern und eine Wiederwahl zu ermöglichen. Obschon er mit Entsendung von Soldaten seiner Bitte Nachdruck verlieh, lehnten die Abgeordneten dies im Juli 1851 ab. Am Jahrestag der Schlacht von Austerlitz und der Kaiserkrönung Napoleons, dem 2. Dezember, ließ der Präsident daher strategisch wichtige Punkte der Hauptstadt durch loyale Militärs besetzen. Er verkündete den Belagerungszustand über Paris und sorgte für die Festnahme führender Köpfe der republikanischen Opposition. In mehreren Dekreten verkündete er, dass es eine neue Verfassung, die einen auf 10 Jahre gewählten, nur dem Volke verantwortlichen Präsidenten mit der Vollmacht jederzeit das Parlament zu überstimmen erlassen würde. Im Gegensatz zu 1836 und 40 war Napoleon dieses Mal planvoll vorgegangen. Der Versuch der Opposition, Widerstand zu organisieren, blieb ergebnislos und auch Unruhen, die sich in den Pariser Straßen ausweiteten, führten letztlich zu keiner Änderung der Situation. Mit einer Mehrheit von 95%, ein Schelm, der Böses dabei denkt, wurde der Staatsstreich noch im Dezember 1851 durch Volksabstimmung legitimiert und aus dem Präsidenten wurde der Prinzpräsident. Noch war Frankreich zwar eine Republik, aber nicht mehr lang. Durch das Plebiszit gestärkt, übernahm Louis Napoleon nun faktisch die Alleinherrschaft über Frankreich. Diese dauerte genau ein Jahr. Durch eine weitere Volksabstimmung, bei der er eine Mehrheit von sagenhaften 97% erzielte, ließ er sich dazu legitimieren, ein erbliches Kaisertum auszurufen. Und am 2.12.1852 erfolgte seine Krönung als Kaiser Napoleon III. Das Zweite Empire war geboren und es sollte erst 20 Jahre später sein dann allerdings klägliches Ende finden.
Doch davon konnte 1852 noch keine Rede sein. Napoleon III. Regierte das Land praktisch als absolutistischer Herrscher. Das Parlament war nur noch dazu da, Gesetzesinitiativen des Kaisers zu bestätigen. Und wehe, wenn nicht. Oppositionelle wurden verhaftet oder gleich in eine Strafkolonie geschickt. Da auch ein autoritäres Regime Rückhalt braucht und nichts besser dazu geeignet ist, interne Konflikte zu überdecken als ein äußerer Feind, kam ihm der Streit um einen Haufen alter Steine in Jerusalem, es ging um die von Russland ausgerufene Schirmherrschaft über alle heiligen Stätten innerhalb des Osmanischen Reiches, sehr zu Pass. Gemeinsam mit England und den Osmanen ging es gegen das orthodox-christliche Russland, dessen Zar und damit auch dessen Kirche die Oberhoheit über die Grabeskirche und andere Orte beanspruchte. Der Krimkrieg brach 1854 los und endete mit einer Niederlage Russlands ein Jahr und viele tausend Tote später. Der dadurch erzielte Prestigegewinn und die Anerkennung des Kaiserreichs durch die europäischen Großmächte Österreich, Preußen und Großbritannien erlaubte es Napoleon, sich der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zuzuwenden. Dank großzügiger Subventionen und dem Bau eines 19.000 Kilometer umfassenden Eisenbahnnetzes setzte ein wahrhaftiger Wirtschaftsboom ein. Frankreich wurde zu einem echten Powerhouse und dank einiger sozialer Reformen, wie etwa die Erlaubnis, sich gewerkschaftlich zu organisieren, verbesserte sich auch die Lage der einfachen Bevölkerung deutlich. Unter aktiver Mitwirkung des Kaisers wurde die Hauptstadt vollkommen neu gestaltet. Anstelle verschachtelter mittelalterlicher Gassen, in denen aufgrund fehlender Kanalisation die Cholera regelmäßig wütete, wurden breite Boulevards angelegt und, auf ausdrückliches Geheiß des Kaisers, Parks und Freiflächen geschaffen, die der Erholung der Bürger ebenso dienten, wie sie der glanzvollen Selbstdarstellung zugute kamen. Aufgrund der in dieser Zeit installierten umfangreichen Straßenbeleuchtung verdiente sich Paris seinen auch heute noch gebräuchlichen Beinamen Stadt des Lichts. Frankreich mischte kräftig mit im europäischen Mächtespiel und der Kaiser hatte dabei ein glückliches Händchen. So gewann er Vietnam als Kolonie, vergrößerte Frankreich um die Gebiete um Nizza und Savoyen, die er im Tausch gegen die Österreich abgerungene Lombardei vom Königreich Sardinien erhielt und ärgerte mit dem Bau des Suezkanals unter französischer Schirmherrschaft kräftig das nicht sonderlich erfreute England. Diese außenpolitischen Erfolge, gepaart mit der guten wirtschaftlichen Lage des Landes, führten wohl dazu, dass er sich in seiner Herrschaft gefestigt sah und mit Beginn der 1860er Jahre seinen Regierungsstil änderte. Man spricht hier auch vom Übergang des autoritären in das liberale Empire. In dieser Phase wurde die Pressezensur gelockert und das Parlament erhielt mehr Rechte. Besser gesagt, es erhielt überhaupt Rechte. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass der so erfolgsgewohnte Kaiser plötzlich deutlich weniger Fortune bewies, was sicherlich auch mit der zunehmenden Verwegenheit seiner Pläne zusammenhing. Die Idee, aus Mexiko ein Habsburger Kaiserreich zu machen, schmeichelt mir zwar als Österreicher, nur war schon bei Beginn klar, dass weder die politische noch militärische Macht des armen Maximilian ausreichen würde. So kam es letztlich zu dessen Spontanabdankung durch Erschießung. Es nutzte ihm auch wenig, sich mit Österreich darauf zu einigen, das preußische Rheinland nach einem Sieg der Habsburger im Deutschen Krieg 1866 zu bekommen. Denn Preußen schlug Österreich und dieses verdankte es letztlich der Umsicht Bismarcks, dass es nicht auch noch seine Hauptstadt vom Feind besetzt sah. Als dann auch noch die Eroberung Luxemburgs 1867 durch den wenig freundlichen Hinweis aus Berlin, dass ein Einmarschkrieg mit dem Norddeutschen Bund bedeuten würde, scheiterte, war der Kaiser innenpolitisch fast schon erledigt. Liberal-bürgerliche Kräfte sahen sich von Preußen ebenso gedemütigt wie die Arbeiterschaft. Was Napoleon nun also dringend brauchte, war ein Erfolg auf Kosten Preußens. Und so kam ihm die von Bismarck absichtlich verfälschte Emser Depesche mehr als nur gelegen. König Wilhelm I. war vom französischen Botschafter an seinem Urlaubsort Bad Ems bezüglich der spanischen Erbfolge angesprochen worden. Der Botschafter anerkannte auf Geheiß des Kaisers die Tatsache, dass der Prinz zu Hohenzollern den ihm angetragenen spanischen Thron abgelehnt hatte, forderte jedoch eine Zusage, dass auch kein anderer Hohenzollern ein solches Angebot annehme.
Der König bestätigte dies und der Botschafter meldete seinen Erfolg in Paris, während der in Berlin weilende Kanzler Bismarck durch einen Adjutanten des Königs in Kenntnis gesetzt wurde. Damit wäre die Sache eigentlich beendet gewesen, doch sah Bismarck hier eine unverhoffte Gelegenheit zu zündeln. Also lancierte er eine Pressemitteilung, in der er einige entscheidende Passagen der ursprünglich enthaltenen Mitteilung aus Bad Ems wegließ, so zum Beispiel die vom König gegebene Zusage. Vielmehr musste es aufgrund des veröffentlichten Textes so wirken, als habe Wilhelm es abgelehnt, eine Entscheidung zu treffen und dem Botschafter wissen lassen, dass er ihn nicht mehr empfangen würde. Während man sich also auf der preußischen Seite als durch das Auftreten des Botschafters beleidigt betrachtet sehen durfte, war die in die Welt hinausgetragene und in Frankreich auch so verstandene Nachricht wohl am einfachsten mit einem „Ihr könnt uns mal" zu übersetzen. Kaum wurde dies in Frankreich publik, hatte Napoleon seinen Kriegsanlass. Am 19. Juli 1870 erklärte man Preußen den Krieg und marschierte Richtung Rheinland. Der Kaiser und seine Generäle waren einer Legende nach so sehr von ihrem Erfolg überzeugt, dass sie ausschließlich Kartenmaterial für das preußische Rheinland mit sich führten. Man würde es diesen Teutonen schon zeigen. Am 2. August kam es dann zu den ersten Kampfhandlungen. Die Franzosen eroberten Saarbrücken, das sie jedoch bereits 3 Tage später wieder aufgeben mussten. Auch andere Vorstöße der kaiserlichen Truppen scheiterten kläglich, wenn auch aufgrund der moderneren Waffen der Franzosen unter hohen Verlusten der deutschen Alliierten. Die französische Armee kam immer mehr in die Defensive. Die gesamte Rheinarmee wurde in Metz eingekesselt und Versuche, diese von außen zu entsetzen, scheiterten. Um der Vernichtung durch die Deutschen zu entgehen, zog sich der verbliebene Teil der kaiserlichen Truppen nach Sedan zurück. Nicht der beste Ort, bedenkt man, dass die Stadt in einem Kessel liegt, der auch prompt von der preußischen Artillerie mit Feuer bedeckt wurde. Die Truppen mussten am 2. September, also gerade einmal einen Monat nach Beginn des Krieges, kapitulieren. Napoleon III. Geriet in Kriegsgefangenschaft. Als diese Nachricht am darauffolgenden Tage in Paris eintraf, löste das Unruhen aus. Das Zweite Empire war durch Ausrufung der Dritten Republik am 4.9.1870 endgültig erledigt und Napoleon III. Wieder Monsieur Louis Napoleon Bonaparte. Am 9. Jänner 1873 starb der zweite und letzte Kaiser der Franzosen im Alter von nur 65 Jahren im englischen Exil. Seine Herrschaft hatte Frankreich in die Moderne geführt, Wohlstand und die Grundlage einer wachsenden Mittelschicht begründet, aber eben auch den Beginn der deutsch-französischen Erbfeindschaft markiert, die erst 2 Weltkriege und Millionen an sinnlos gestorbener Menschen später durch die Aussöhnung zwischen de Gaulle und Adenauer 1963 ihr glückliches Ende fand. Wenn Sie bis hierhin dran geblieben sind, dann freut mich das besonders. Die heutige Folge ist ein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Daher und auch, weil wir schon fast an der 30-Minuten-Grenze angekommen sind, keine Parallelen zur Wirtschaft oder ein Ratschlag. Vielmehr wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 2023. Über einen Kommentar, ein Like und ein Abonnement freue ich mich aber natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal und dann auch wieder zu einer regulären Ausgabe von 2 Cents. Servus, tschüss und auf Wiedersehen.